Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich werde euch heute berichten, wie ich mich auf meine zweite leichte und sanfte Geburt vorbereiten werde. Also ich habe schon eine kleine Tochter geboren und dazu gibt es auch einen Geburtsbericht, den könnt ihr euch gerne angucken. Das war eine richtig, richtig tolle Geburt. Ich werde oft gefragt, ob ich jetzt was anders mache, ob ich was anders mache bei der Schwangerschaft, bei der Geburt, bei der Vorbereitung. Und ehrlich gesagt möchte ich mich komplett genauso mental, körperlich auf diese Geburt vorbereiten, die jetzt bevorsteht, wie beim ersten Mal, weil ich das, glaube ich, intuitiv richtig gemacht habe, Glück gehabt habe, dass mir bestimmte Sachen empfohlen wurden und mit denen ich vorher gar keinen Kontakt hatte. Und die Sachen werde ich jetzt heute an euch weitergeben. Ich glaube, heutzutage hat man leider unterbewusst mit der Geburt irgendwie was Schmerzhaftes, was Unangenehmes, was Unnatürliches verknüpft, verbunden. Und so war das ein bisschen auch bei mir, obwohl ich irgendwie mit den Schwangerschaftshormonen super positiv an das Ganze da rangegangen bin. Auf jeden Fall Punkt 1, wie ich mich auf diese Schwangerschaft, auf diese Geburt vorbereite, ist positiv. Sehr, sehr positiv. Also, ich wehre erstens Horrorstories ab. Also, wenn mir irgendjemand eine traumatische Geburtserfahrung berichten möchte, nicht weil er sie selber verarbeiten möchte, sondern weil er die irgendwo mal gehört hat oder sonst irgendwas, dann höre ich es mir einfach nicht an. Wenn es geht, dann sage ich das auch nicht. Und wenn es in einer größeren Gruppe ist, dann überhöre ich es einfach und beschäftige mich anderweitig. Wenn es natürlich eine Freundin ist, die mit mir darüber reden möchte, weil sie negative Erfahrungen gemacht hat, dann ist das eine andere Sache. Aber grundsätzlich halte ich mich von negativen Geburtsberichten fern. Und mir ist natürlich bewusst, was es für Risiken gibt, was diese Punkte sind, die Leute beschäftigen. Aber ich versuche trotzdem ausschließlich mich und meinen Geist, mein Unterbewusstsein mit friedlichen Sachen zu füttern. Und da bin ich durch eine Freundin auf eine richtig tolle Seite gestoßen, die werde ich euch definitiv unten mal verlinken. Das heißt irgendwas mit positive Geburtsberichte. Und da schreiben nur Frauen ihre Berichte hin über ihre Geburten, die richtig positiv und natürlich verlaufen sind. Und es ist wirklich wichtig, also ihr könnt jetzt denken, ja, dann klammer ich ja das ganze Schreckliche aus, was so in vielen Köpfen herumgeistert, aber es ist einfach wichtig, das Unterbewusstsein, den Geist mit Sachen zu füttern, weil das Unterbewusstsein darauf auch reagiert und sich genau darauf einstellt und man das auch so ein bisschen hochprojiziert, was man seinem Geiste zuführt. Und die Wahrscheinlichkeit einfach größer ist, dass das dann auch eine positive Geburt für einen selber wird. War das verständlich? Ich hoffe. Ich habe mir nicht nur diese Seite mit diesen Berichten durchgelesen, ich habe auch irgendwann angefangen, mir auf YouTube viele positive, einfache, leichte, friedliche Geburten anzugucken, mir auch einfach an sich Geburten anzugucken und war da auch sehr wählerisch mit dem, was ich mir rausgesucht habe. Und ich muss sagen, oh, ich war so emotional beim ersten Mal in meiner Schwangerschaft, dass ich voll oft einfach geweint habe bei irgendwelchen Stories und Geschichten und ich eine richtige Vorfreude entwickelt habe auf die Geburt. Also ich habe wirklich darauf hingefiebert und wollte es unbedingt erleben. Und ich habe mich darauf gefreut. Also ja, ich freue mich auch sehr, sehr auf meine zweite Geburt. Ein kleines neues Gefühl ist dabei, was ich bei der ersten Geburt nicht hatte, ist diese Unsicherheit mit der Sprache. Ich werde nämlich im Ausland gebären und hoffe, dass sich das jetzt alles noch fügt und ich meine englischsprachige Hebamme mitnehmen kann und so weiter. Auf jeden Fall, das ist so ein kleiner neuer Punkt, weil ich in die erste Geburt sehr, sehr ruhig und ohne Bedenken reingegangen bin und hier jetzt so ein ganz kleiner Punkt ist. Aber das ist, glaube ich, eine Sache, die ich einfach noch für mich kläre und organisieren muss oder final organisieren muss, damit ich da entspannt hineingehe. Ja, positiv.
der nächste Punkt, ich glaube, alle, die meinem YouTube-Kanal folgen, können sich das schon denken, ist, dass ich meinen Körper auch während der Schwangerschaft fit halte. Die Geburt am Ende der Schwangerschaft ist einfach ein krass enormer Kraftakt. Man braucht so viel Ausdauer, Kraft, Kondition, geistige Stärke, die sich wirklich gut bilden lässt mit regelmäßigem Sport, und alles, was ich gerade gesagt habe, mit regelmäßiger Bewegung, lässt sich einfach gut darauf hintrainieren, auf diesen Kraftakt am Ende. Auch für zum Beispiel einen Marathon trainiert man. Man sagt nicht einfach, heute, Leute, renne ich mal einen Marathon, das mache ich jetzt einfach mal, sondern das ist monatelange Vorbereitung, und das würde niemand einfach so aus der Kalten rennen. Und wenn er es tut, sicherlich erschöpft. Und ich glaube, viele haben immer noch, obwohl das so langsam aufbricht, dieses Gedankengut, dieses Ding, ich muss mich super schonen und darf gar nichts machen, und dann wird man ja auch langsamer, lethargischer, der Körper wird schwächer, das Gewebe wird noch weicher, als es ohnehin schon durch die Schwangerschaftshormone wird. Wenn man so daran geht, jetzt stell dir mal vor, diese vielleicht durch die Schwangerschaft auch entstandene Couch Potato soll dann einen Marathon rennen. Natürlich ist das dann unglaublich anstrengend und man ist mental überhaupt nicht darauf vorbereitet. Deswegen fit halten während der Schwangerschaft. Okay, wie kann man sich fit halten? Man muss jetzt nicht irgendwie neue Sportarten anfangen. Man kann einfach mit den Sachen, die man schon vor der Schwangerschaft gemacht hat, weitermachen. Vielleicht anpassen, je nachdem, wie ihr euch fühlt. Und natürlich gucken, ob es euch insgesamt gut geht, ob es eine risikofreie Schwangerschaft ist. Dann kann man das alles easy peasy machen. Wenn man noch gar keinen Sport gemacht hat vorher, dann wäre es vielleicht cool, einfach spazieren regelmäßig, Yoga, Schwimmen. Schwimmen ist eine super Sache. Ich finde nur, dass man also ich selber würde das nicht so regelmäßig machen, wisst ihr? Ich brauche Sportarten, die ich auch von zu Hause machen kann, die ich mal so in meinem Alltag schnell integrieren kann. Ich will dafür nicht mir danach die Haare föhnen müssen und Schwimmsachen dabei haben etc. Ich will einfach nur ins Fitnessstudio gehen, mit den gleichen Sachen wieder raus und dann nach Hause oder so. Wisst ihr, ich will, dass es einfach smooth ist. Aber Schwimmen ist an sich gut, weil der Körper ja immer schwerer wird mit dem Bauch und man da halt diese Schwerelosigkeit hat. Deswegen einem der Sport einfacher fällt. Also Schwimmen ist eine tolle Sache. Yoga, alles was so leicht ist. Leichtes Krafttraining, körpereigenes Training, da findet ihr tausende nicht, viele Videos bei mir hier auf dem Kanal dazu. Gleich gegen Ende, also das war so meine Überlegung, schon in der ersten Schwangerschaft, die letzten 3 Wochen, 4 Wochen langsamer, slower das Training machen. Ich habe keine unglaublich also habe ich vorher in der Schwangerschaft auch nicht heftigen Trainings, aber ich habe versucht, nur noch Yoga und Entspannendes zu machen, Stretching, weil ich nicht mit einem Muskelkater in die Geburt gehen wollte. Man weiß ja dann nicht, wann es losgeht. Ich wollte nicht entkräftet in die Geburt gehen und denken, oh, eigentlich würde ich heute gerne nichts machen. Gebären ist gerade nicht so das, was ich mit dem schlappen Körper machen möchte. Also, dass man vielleicht die Wochen vor der Geburt ein bisschen runterfährt, ein bisschen langsamer macht und seinen Körper Kraft tanken lässt. So werde ich das auch dieses Mal wieder machen. Wow, was voll krass ist, weil es nur noch August, September, Oktober ist. 3 Monate. Jetzt klingt es doch wieder länger. Aber irgendwie optisch, wenn ich mir das vorstelle, sieht es nicht mehr so lang aus bis zum Geburtstermin. Und dann den November nicht mehr so viel Sport. Wow, I'm so excited. Okay, ich bin sehr gespannt. Und jetzt kommen wir zu einem großen Part, auf den ich in meiner ersten Schwangerschaft zufällig gestoßen bin. Und zwar ist das Hypnose. Hypnose nennt man das? Hypnobirthing ist, glaube ich, dieses englische Wort dafür. Und ich habe von einer Freundin damals den Podcast Die friedliche Geburt empfohlen bekommen und habe dann wochenlang diesen Podcast gehört und habe so gemerkt, wie ich voll aufblühe innerlich und merke, wow, das ist voll das, was ich mir wünsche für meinen Körper, für mein Baby, für unsere Familie. So will ich gebären, so will ich das machen, und habe dann ewig lang gehadert damit, diesen relativ teuren Kurs zu kaufen. Aber das Geld hat sich für mich zu 100% gelohnt zu investieren, und es gibt auch ganz viele andere Hypnobirthing-Kurse, auch glaube ich, welche, die du richtig live besuchen kannst. Also den friedlichen Geburtskurs kann man auch, da gibt es auch Live-Kurse und vor Ort und so, aber ich war damals in der Corona-Zeit, also war das alles nicht so
Ja, auf jeden Fall habe ich damit jetzt endlich wieder angefangen, Leute. Ich habe es ja davor die Videos schon gesagt, dass ich mich damit wieder vorbereiten will. Und seit ein paar Wochen mache ich das jetzt wieder regelmäßig. Nicht ganz so regelmäßig wie in meiner ersten Schwangerschaft. Da bin ich wirklich aufgestanden. Und das allererste, was ich auf der Couch gemacht habe, ist die Hypnose. Und dann habe ich gelesen und dann habe ich gegessen. Aber jetzt habe ich natürlich ein kleines Kind. Jetzt versuche ich das irgendwie mit in den Tag zu packen. Und manchmal schaffe ich es nicht, aber ich schaffe es fast einmal pro Tag. Am Ende hin soll man es sogar öfter machen. Also mal gucken, ob ich es häufiger schaffe. Oft schlafe ich zurzeit auch dabei ein, weil ich echt müde bin. Also das ist mir alles in der ersten Schwangerschaft nicht passiert. Aber es tut mir so unglaublich gut, nicht nur mich mit der Hypnose auf die Geburt zu vorbereiten, sondern auch für meinen Alltag ist es einfach unglaublich entspannt und sehr meditativ. Mich erinnert das sehr ans Meditieren. Es ist ein bisschen anders, aber ja. Vielleicht grundsätzlich zu dieser Hypnose und was das für ein bedeuten soll unter Geburt. Also die Hypnose verbinden, glaube ich, voll viele mit diesem Show-Gedöns, Zauberei, Akt. Viele finden es, glaube ich, auch ein bisschen scary. Also habe ich dann überhaupt eine Kontrolle über meinen eigenen Körper? Und ja, hat man voll. Das ist hier eher eine Art medizinische Hypnose. Das wird von dem Kurs, mit dem ich das mache, hat man ganz viele Audiodateien, Hypnosen, wo man durchgeführt wird. Und es ist wie eine geführte Meditation für mich. Ich spreche das jetzt mal so aus. Es ist keine Meditation, es ist eine Hypnose. Aber für mich fühlt es sich so ein bisschen so an, dass man reingezählt wird in diese tiefen Entspannung und das halt über Wochen, Monate in der Schwangerschaft übt und praktiziert, dieses Reinzählen. Sie macht das über Zahlen und das schon nach ein paar Mal dieses Zählen, selbst wenn man das dann so im Alltag macht, einen das runterfährt. Das ist richtig krass und man muss keine Angst haben vor Hypnose. Wir sind oft in so einem hypnotischen Zustand, zum Beispiel auch beim ins Kino gehen, beim Autofahren, wo man dann danach merkt, ach, ist schon vorbei der Film, oh, ich bin schon da. Dann war man zum Beispiel in so einer Art hypnotischen Zustand. Und das Positive für die Geburt ist, dass bei der Hypnose ein Part von deinem Gehirn runtergefahren wird, wo auch dein Schmerzempfinden sitzt. Und es gibt, glaube ich, 3 verschiedene Varianten, was es mit dir macht. Zum einen, das ist Optimum, aber es ist nicht immer der Fall und sollte auch nicht dein Ziel sein, dass du gar keine Schmerzen hast, keine Schmerzen unter Geburt empfindest, aufgrund dessen, dass du dich in Hypnose versetzt hast. Zweitens, dass das gemildert ist, der Schmerz, nicht so intensiv. So hatte ich das in meiner ersten Geburt. Bei meiner ersten Geburt, finde immer, das klingt, als wenn ich geboren worden wäre. Also bei der Geburt meiner ersten Tochter hatte ich, dass es gelindert war, der Schmerz. Und dann gibt es noch das, dass man diesen Schmerz sehr losgelöst von sich empfindet und das nicht so wirklich einen stört, als wäre das nicht so sein eigener Schmerz. Ja, so war es bei mir aber nicht. Ich glaube eher das Erste. Das Zweite, dass es sich nicht so intensiv angefühlt hat. Genau, und man ist da voll Herr seiner Sinne, aber man zieht sich zurück und das ist auch eigentlich, was natürlich der Körper macht, dass der in sich geht, dass der sich beruhigt, dass der sich voll und ganz auf sich und seinen Körper konzentriert und gebärt. Ich glaube, das ist eine Sache, die man heutzutage sehr doll verlernt hat oder nicht mehr oft praktiziert wird. Aber so grundsätzlich war das bei mir, bei meiner Geburt so. Bei der Geburt meiner ersten Tochter. Ja, kann ich so genau sagen, weil es gab einen Punkt, der hat mich aus der Bahn geworfen während der Geburt. Wo ich habe meinen Muttermund ertasten lassen, weil ich das so wollte, weil ich dachte so nach 8 Stunden, oh, jetzt würde ich schon gerne mal wissen, wie viel Fortschritt wir hier haben. Und das hat mich irgendwie so doll zurückgeworfen, dass ich es nicht mehr richtig in die Hypnose geschafft habe. Und ab da an wurde es dann schmerzhaft für mich. Also schmerzhafter. Ab dann habe ich das so wirklich auch als sehr anstrengend und sehr schmerzhaft empfunden.
Davor war das wirklich sehr aushaltbar und ich war voll mit mir und habe mich aufs Atmen konzentriert und auf die Hypnose. Genau, die Hypnose für die Geburt gibt es eine spezielle Audiodatei, die geht, glaube ich, 4 Stunden. Dann macht man die auf Repeat und dann kann man die einfach die ganze Zeit hören. Und es gibt auch für verschiedenste Geburtssituationen Audiodateien. Zum Beispiel, wenn es zu einem spontanen Kaiserschnitt kommt, wenn man zu Hause gebärt, wenn man im Geburtshaus gebären möchte, im Krankenhaus. Exakt. Ja, also ich bereite mich diesmal auch wieder mit Hypnose vor. Dann schiebe ich jetzt hier mal einen Punkt ein, und zwar, wo ich gebären werde. Ich bereite mich mental gerade darauf vor, dass ich in einem Krankenhaus gebäre. Wer mein letztes Video geguckt hat, der weiß, dass ich eigentlich gerne mir eine Hausgeburt wünsche. Aber ich finde, da müssen beide Partner im Boot sein und Justus traut sich das einfach nicht zu. Und meine Ausweichmöglichkeit ist dafür, dass ich mir eine Beleghebamme suche, mit der ich zusammen ins Krankenhaus gehe, die meine Wünsche und Vorstellungen vertritt, währenddessen ich in der Hypnose bin. Und ja, das ist jetzt so unser Kompromiss, mit dem ich gut leben kann. Genau, also es gibt die Variante Krankenhaus, Geburtshaus, zu Hause. Ich glaube, das sind so diese 3, vor allen Dingen in Deutschland, häufigsten Varianten. Und sollte es irgendwann ein 3. Kind geben, werde ich, glaube ich, mich von vornherein auf Geburt zu Hause einstimmen und es direkt von Anfang an mit Justus planen. Mir kam das wieder erst so Mitte der Schwangerschaft, dass ich das eigentlich gerne will. So war das bei der ersten Schwangerschaft auch, weil einfach ich von Anfang an so war, sehr praktisch. Ich gehe ins Krankenhaus und werde nach Hause, boom, fertig. Aber ich hatte, glaube ich, sehr viel Glück bei der ersten Geburt, dass ich eine unglaublich harmonisch mit mir funktionierende Hebamme im Krankenhaus abbekommen habe. Und die möchte ich mir gerne diesmal vorher suchen und mit dieser dann die Geburt erleben. Ihr wisst, wie das zwischenmenschlich manchmal ist, wenn man nicht kann und so ein intimes, persönliches Erlebnis wie die Geburt möchte ich gerne vorher wissen, dass ich mich da wohlfühle. Genau. Der nächste Punkt ist das Thema Ernährung. Damit fange ich erst am Ende an. Ich glaube, so 36. Schwangerschaftswoche. Da gibt es so ein paar Sachen, die man machen kann. Ich glaube, das eine nennt sich Luven-Diät. Da verzichtet man komplett so auf Weißmehlprodukte, Weizen, Zucker etc. Das habe ich nicht gemacht und ich werde es auch diesmal nicht machen, weil ich mit dem, was ich gemacht habe, sehr gut gefahren bin und wir ja auch gerade umziehen und deswegen das einfach dann zu viele Veränderungen sind. Aber was ich gemacht habe, sind immer täglich, soll man so 6 Datteln essen. Das soll diese Latenzphase verkürzen, also die Phase, wo die Geburt beginnt, bis zu dem Punkt der, wie nennt man das, Austreibungsphase, also ab dem Zeitpunkt der Presswehen, also bis zu den Presswehen. Diese Phase soll verkürzt werden mit Datteln. Da gibt es auch ganz viele Studien zu. Ich esse gerne Datteln, Leute, was soll's, die esse ich auch. Also schaden kann es nicht. Nächster Punkt ist Zimt. Den werde ich zum Ende mehr konsumieren, den guten. Und zwar ist es einfach gut für die Durchblutung und so ein gut durchbluteter Muttermund, der ist halt weicher, der öffnet sich einfacher und deswegen Zimt. Und das allerletzte, das kennen, glaube ich, richtig viele, ist halt Himbeerblättertee. Das ist einfach, um die Geburt in Gang zu bringen, um die Wehen zu fördern, um zu sagen, so, jetzt ist Zeit. Ich habe keine Lust mehr, komm bitte aus mir raus. Ich hatte eher so auch dieses, oh, ich will dich jetzt einfach kennenlernen. Ich möchte jetzt wissen, wer da so lange in mir gelebt hat. Ich möchte jetzt einfach gebären. Also ja, habe ich auch getrunken. Aber bei uns war das ja ein anderer Punkt, der mich eingeleitet hat. Kommen wir zum letzten Punkt, wie ich mich darauf vorbereite. Das ist kein richtiger Punkt, wie ich mich darauf vorbereite. Aber was ihr machen könnt für die Geburt, um euch darauf vorzubereiten, um sie einzuleiten, aber auch um sie geschmeidiger zu machen, ist sehr, sehr viel Liebe. Denn Spermium macht den Muttermund weicher. Also dafür sorgt das Hormon im Spermium, das Prostaglandin, was einfach den Muttermund schön weich macht und dann lässt er sich natürlich auch leichter öffnen.
So, und eine Sache, was ähnlich ist wie eine Wehe vom Aufbau, sage ich jetzt mal so ganz als Laie, ist ein Orgasmus. Also da zieht sich ja auch untenrum alles zusammen. Und das kann auch Wehen einleiten. Und kleiner Spoiler, so war es bei uns. Ab dem Moment hatte ich durchgehend von 0 auf 100 alle 3 Minuten Wehen. Ich habe wirklich tagelang gewartet und gehofft, dass es jetzt mal losgeht. Ich war 2 Tage über ET und ja, danach ging es dann los. Tada! Also, das waren die Sachen, wie ich mich auf die Geburt meines zweiten Kindes vorbereite. Und mir hat es richtig, richtig gut getan. Also vor allen Dingen Punkt 1, mit dem sich positiv darauf vorbereiten, und auf jeden Fall Punkt 3 mit der Hypnose. Das waren halt Sachen, die für mich sehr neu waren. Sport hat schon immer dazu gehört in meinem Leben, also habe ich damit einfach weitergemacht. Aber einen ganz neuen Blickwinkel zur Geburt annehmen hat mir unglaublich geholfen, mir jegliche Angst und einfach Angst genommen und Vorfreude gebracht. Und die Hypnose war einfach Gold wert. Ich freue mich richtig darauf, das diesmal wieder anzuwenden und vielleicht sogar besser anwenden zu können und auch darauf zu verzichten, zwischendrin nach dem Muttermund zu fragen. Ich glaube, gut ist unter Geburt, wenn man denkt, dass man jetzt das Bedürfnis hat zu pressen, dann kann die Hebamme testen, wie groß der Muttermund ist. Weil wenn er noch nicht groß genug auf ist, dann kann der reißen. Ich glaube, reißen ist nicht das richtige Wort. Auf jeden Fall ist es nicht gut, wenn er noch nicht ganz auf ist und man schon presst. Und deswegen bräuchte man eigentlich theoretisch nur einmal, wenn man Glück hat und der dann wirklich offen ist, gucken. Und ich hatte dann übelst das Bedürfnis, bei meiner Tochter zu pressen. Und da hat sie dann nochmal geguckt und meinte, oh, jetzt sind wir bei 10 cm, los geht's. Also, ja, ich werde diesmal darauf verzichten, aus Neugier erfahren zu wollen, wie groß oder weit der Muttermund auf ist. Einfach weil mich das deprimiert hat, dass es viel weniger war, als ich mir das jetzt vorgestellt habe. Ja, das war das Video. Ich hoffe, ich konnte ein paar von euch inspirieren. Ihr könnt mir mal schreiben, wie ihr euch darauf vorbereitet und was ihr vielleicht für Geburten habt. Vielleicht schreibt ihr mir, wenn ihr Hausgeburten hattet, die toll waren, das mal runter. Dann kann sich das mein Freund durchlesen. Der braucht dann auch ein bisschen mehr Input. That's it, Leute. Ciao, bis zum nächsten Video.